Servus. Servus. Im heutigen Video haben wir hier einen Vierer-Golf. Und zwar wollen wir bei dem Vierer-Golf das Getriebe tauschen. Das hat einen Defekt. Und zwar, ja, da geht der 5. Gang nicht mehr rein. Und deswegen tauschen wir das. Wir haben schon ein Ersatzgetriebe besorgt. Das werden wir jetzt heute austauschen. Und zwar haben wir hier den 1.4er mit 75 PS. Der geht eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt werden wir da anfangen, mal das Getriebe zu zerlegen, beziehungsweise die Anschlüsse. Jetzt nehmen wir aber als erstes mal die Batterie weg. Da haben wir auch ein kleines Opfer. Den hat es leider etwas zerrissen. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder unten die Batteriehalterung wegschrauben. Als erstes werden wir jetzt mal den Anlasser ausbauen, damit der schon mal weg ist vom Getriebe. Hinter der Kappe ist jetzt die Stromzufuhr. Das ist auch der Grund, warum ihr auf jeden Fall, wenn ihr einen Anlasser mal wechseln solltet, unbedingt die Batterie abmacht. Weil da geht der Hauptstrom rüber. Und wenn ihr da falsch mal hinkommt, dann gibt es eine richtige Akkudecke. Jetzt haben wir hier den Anlasser und jetzt haben wir mal die ganzen Kabel abgemacht. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Anlasser auszubauen, damit wir den schon mal weg haben vom Getriebe. So, von oben sind jetzt die Vorbereitungen soweit abgeschlossen erstmal. Jetzt müssen wir unten weitermachen. So, nachdem wir die Reifen runtergemacht haben, können wir jetzt mal die Rathausschale wegnehmen. So, das war jetzt die äußere Verkleidung. Jetzt haben wir innen auch noch eine. Also jetzt hier auf der Seite reinschauen, da ist jetzt auch schon das Getriebe zu sehen. Und jetzt werden wir das Auto weiter hochfahren, dass wir unten anfangen können, die Schrauben zu lösen. Als erstes werden wir jetzt da den Hebel entfernen. Der ist mit 2 Schrauben befestigt. Und zwar habt ihr da oben die 2 Schrauben da drauf. Links und rechts. Die müssen erstmal weg. Der sorgt dafür, dass hier dieser Mechanismus hier unten gedrückt wird. Das war jetzt der von der rechten Seite. Dann haben wir noch die linke. So, jetzt ist er auch locker. Der hat sich schon nach oben gedrückt. Das hat man gleich gesehen. So, hier haben wir jetzt den Hebel raus. Jetzt sind wir ja wieder beim Anlasser von unten. Den haben wir ja oben soweit schon gelockert. Jetzt haben wir unten noch eine Schraube drauf. Und dann kann man den rausziehen aus dem Getriebe. Da ist die obere Schraube. Kommen wir dann noch auf die untere. Nachdem die Schrauben gelöst sind, kann man jetzt natürlich den Anlasser da ausbauen. So, dann haben wir auch schon den Anlasser.
Haben wir jetzt mal ausgebaut. Der muss ja sowieso raus, den müssen wir im Austauschgetriebe wieder reinmachen. Der ist da oben normalerweise drin, da sieht man jetzt auch die Welle, die er startet. Jetzt werden wir erstmal die Koppelstange lösen, links und rechts. Und als nächstes die Traggelenke. Die sind mit 3 Schrauben unten fixiert. Dann kann man den nach vorne wegziehen. Da ist jetzt oben auf dem Traggelenk ist da jetzt so eine Art, ja, für die 3 Schrauben, so ein Winkel drauf. Der passt auch nur in einer Position drauf, dass man das Traggelenk da wieder richtig einbauen kann. Als nächstes mal die Drehmomentstützen raus. Jetzt haben wir hier vorne noch eine etwas größere. Dann kann man den Motor wieder schon entfernen. So, und schon ist er ausgebaut. Um die Antriebswelle ausbauen zu können, müssen wir natürlich jetzt erstmal die Mutter draußen lösen. Das werden wir jetzt mal als nächstes machen. Das Problem ist, dass man die Schraube mit dem Schlagschrauber nicht runterbringt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir einen Drehmomentschlüssel runterbringen. Wir haben da so einen alten, kaputten Drehmomentschlüssel und eine große Brechstange. Hoffen wir es mal. Kommt. Ja. Und zwar haben wir hier innen auf der Antriebswelle haben wir 8 kleine Vielzahnschrauben. Die müssen wir jetzt runternehmen und dann kann man die Antriebswelle ausbauen. Das war's auch schon. Also ein riesen Hexenwerk ist es nicht, aber halt, ja, die Position ist ein bisschen blöd, um dran zu kommen. Hier sieht man jetzt noch ein bisschen näher das Ganze. Ja, die Stelle ist ein bisschen schwierig zu filmen, aber man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen. Also die 6 Schrauben sind jetzt gelöst, die Welle ist hinten vom Getriebe auch runter. Jetzt kann man vorne den Schenkel wegziehen, beziehungsweise ja, den Achsschenkel. Und dann kann man jetzt hinten schon die Antriebswelle rausdrücken. Gut, das ist jetzt die Antriebswelle fahrerseitig. Genau, die ist jetzt hier wie gesagt mit den 6 Schrauben fest. Jetzt kann man da mal drauf schauen. Also sehen tut man eh nichts. Aber da ist die Verbindung da oben. Die gehört aber dann nachher frisch gefettet auf dem Austauschgetriebe, damit es einfach ja, geschmiert ist. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch und dann geht es weiter. Als nächstes werden wir jetzt die Getriebeschrauben unten vom Getriebe lösen. Jetzt haben wir jetzt hier links eine. Dann unten in der Mitte. Und rechts davon haben wir auch noch eine. Die Antriebswelle auf der rechten Seite, da haben wir Glück gehabt, die ging richtig schön raus. Die haben wir jetzt einfach nach hinten geschoben. Die mussten wir jetzt nicht komplett ausbauen. Jetzt haben wir auf der Rückseite noch eine Getriebeschraube. Richtig locker. Dann haben wir jetzt von unten die Getriebeschrauben alle schon raus und können oben weitermachen. Jetzt haben wir oberhalb von der rechten Antriebswelle haben wir auch noch eine Getriebeschraube.
Die kann ich euch aber jetzt leider nicht zeigen, weil ich da nicht mit der Kamera hinkomme. Also auf jeden Fall ist sie oberhalb von der Antriebswelle. Und genau, dann sind die unteren Schrauben alle weg. Und dann können wir oben weitermachen mit dem Ausbau. Jetzt werden wir als erstes mal von dem Hebel unten das Schlauch abziehen, genau. Jetzt werden wir von oben noch die 2 Getriebeschrauben lösen. Jetzt haben wir da links noch eine. Und dann haben wir noch die zweite und dann sind alle Getriebeschrauben gelöst.